Hallo alle zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auf meinem Kanal wird es heute schon etwas weihnachtlich. Ich weiß, dass viele von euch schon Probe backen oder einfach nach neuen Rezepten gucken für die Weihnachtsplätzchen oder fürs Weihnachtsgebäck allgemein. Und deswegen habe ich gedacht, ich starte einfach mal mit einem Plätzchenvideo. Los geht's! Ich nehme 125 Gramm kalte Butter. Ich habe sie einfach in Würfel geschnitten. Ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, 120 Gramm Puderzucker, ihr könnt aber auch ganz normalen Zucker nehmen, 2 Eigelb und 220 Gramm normales Standardmehl. Ich verwende heute das Mehl von einem Discounter und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich dieses Mehl nehme, ich insgesamt weniger benötige, als wenn ich das Markenmehl verwende. Beim Markenmehl muss ich ein bisschen mehr nehmen, ungefähr 250 Gramm. Guckt einfach, dass es passt. Wenn 220 Gramm Mehl zu wenig sind, einfach noch ein bisschen mehr dazu geben, denn jedes Mehl ist anders und es hängt auch von der Butter ab. Die Zutaten verknete ich ganz schnell zu einem Teig, entweder mit den Knethaken eines Handmixers oder einfach mit der Hand. Das muss aber wirklich ganz schnell gehen und dann stelle ich ihn mindestens 2 Stunden kalt. Das geht natürlich auch über Nacht. Wer möchte, kann noch etwas Zitronensaft hinzufügen oder Zitronenschale, also nur das Gelbe. Ich mache das heute nicht. So, die Wartezeit ist vorbei und ich kann jetzt meinen Teig weiterverarbeiten. Ich nehme aber erst die Hälfte davon, die andere Hälfte kommt wieder in den Kühlschrank, dass er nicht zu warm und nicht zu weich wird. Und dann rolle ich ihn zwischen 2 Backpapierbögen ungefähr 3 mm dünn aus. Ich mache heute 2 Sorten Plätzchen, die gefüllten und die nicht gefüllten. Als erstes mache ich jetzt die nicht gefüllten, die ganz normalen. Ich mache das immer so, sobald der Teig ausgerollt ist, steche ich dann meine Plätzchen mit den Weihnachtsplätzchenausstechern aus und dann ziehe ich die mit Hilfe eines Messers aufs Backblech. Man könnte die Plätzchen auch auf dem Backpapierbogen backen. Ich mache das nicht. Ich habe ein paar Pizzableche, die ich sehr gut finde, weil die kein Backpapier benötigen. Und außerdem kann ich die nochmal ins Gefrierfach legen, um die Plätzchen vom Backen nochmal zu kühlen, damit die im Backofen nicht zerlaufen. Die Plätzchen werden bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft circa 5 bis 8 Minuten gebacken, je nachdem wie dunkel die werden sollen. Die Backzeit hängt natürlich aber auch vom Backofen ab. Meine waren 8 Minuten im Backofen. Und bei den gefüllten Plätzchen ist es so, dass die Unterteile genauso gebacken werden und die Oberteile meistens etwas weniger Zeit benötigen. Also da ein bisschen aufpassen. Und so sehen meine Plätzchen aus. Bevor ich sie fülle, lasse ich sie vollständig auskühlen und dann kann es auch schon losgehen. Als erstes bestäube ich die Deckelchen, also die oberen Teile, mit etwas Puderzucker und das geht am besten auf einem Kuchengitter. Dann wärme ich etwas Marmelade auf. Man kann sie auch durch ein Sieb streichen, falls man keine Stückchen haben möchte. Dann werden die unteren Teile, also die unteren Plätzchen, mit Marmelade bestrichen. Das Deckelchen kommt dann aufs untere Plätzchen und wird anschließend gefüllt. Wie das geht, ist ganz gut im Video zu sehen. Die Marmeladensorte ist völlig egal. Ich habe zum Beispiel die Pfirsichmarmelade, aber das ist ja Geschmackssache. Als Füllung sind aber auch Nutella oder Eierlikörguss oder Zitronenguss sehr gut geeignet. Falls ihr nur die gefüllten Plätzchen backen wollt, könnt ihr die Zuckermenge auch etwas reduzieren, zum Beispiel nur 100 Gramm Puderzucker nehmen statt 120. Aber das hängt ja auch davon ab, wie süß die Füllung ist. Nach dem Füllen lasse ich die Plätzchen auf dem Kuchengitter noch etwas liegen, damit die Füllung etwas fester werden kann. Und die nicht gefüllten Plätzchen bestäube ich einfach mit etwas Goldstaub. Man kann sie aber auch mit Schokolade verzieren oder auch so lassen. Ich bin jetzt fertig mit Backen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!